Hallo allerseits und willkommen zur Bausatzbesprechung des T3476 Beutepanzer von Academy im Maßstab 1:35. Ich glaube, kein anderes Land im Zweiten Weltkrieg hat so viele erbeutete Fahrzeuge eingesetzt wie die deutsche Wehrmacht. Und natürlich waren da auch jede Menge T34 im Arsenal, weil zum einen natürlich viele Panzer erbeutet wurden immer wieder und zum anderen auch gerade in der Ukraine doch die eine oder andere Panzerfabrik in deutschen Besitz gelangt ist und dann eben dort diese Panzer weitergefertigt wurden. So erklären sich dann auch ein paar kleinere bauliche Unterschiede, zum Beispiel hier oben die deutsche Kommandantenkuppel oder auch das Notec-Licht. Der Bausatz hier stammt aus dem Jahr 2016, ist also noch relativ neu und basiert auch auf einer neuen Bausatzform von dem T3485, der im Jahr 2015 rausgekommen ist. Also hierbei handelt es sich auf jeden Fall nicht um irgend so eine alte Möhre, die irgendwie neu verpackt wurde, sondern das ist ja eine Neuentwicklung. Die Schachtel öffnet nach oben hin und innen findet man dann ja doch relativ viele Teile, mehr als man eigentlich erwarten würde. Sind auch ganz sinnvoll verpackt, also da dürfte eigentlich nichts passieren. Ist eine gute Verpackung meiner Meinung nach. Schauen wir uns zuerst die Bauanleitung an. Hier haben wir die üblichen Sicherheitshinweise und Zeichenerklärungen. Hier unten dann eine Farbtabelle, die bezieht sich auf Humbrol, Gesi, Kreos, Testos, Model Master, Revell und Vallejo. Das ist eine sehr breite Fächerung, finde ich gut. Hier geht dann der Zusammenbau los mit der Unterwanne, so wie man das auch erwarten würde. Die besteht aus mehreren Teilen, das ist normalerweise kein Problem, solange die Teile nicht irgendwie verbogen sind. Hier dann die Stoßdämpfer, die liegen beim T34 innen, was ich ja recht interessant finde, konstruktiv. Ich hatte mal die Ehre, in so einem T34 zu sitzen und da ist es unglaublich eng da unten drin, weil eben innen ziemlich viel Platz drauf geht für diese Stoßdämpfer. Dann kommen schon die Achsen ran und mehr Platten von der Wanne. Hier haben wir dann noch ein paar Optionen für die Räder. Ist recht interessant. Liegen also mehrere Radsätze bei sozusagen. Ja, manche T34 hatten einfach so eine Mischung an Rädern drauf, was ich auch recht interessant finde. Die Ketten liegen als Segmentketten bei. Finde ich persönlich jetzt nicht ganz so toll, aber ist auf jeden Fall besser wie diese Gummiketten. Da lässt sich schon damit arbeiten. Dann geht es hier weiter mit der Oberwanne. Kommen diverse Werkzeuge und Schlepphaken und so weiter ran. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Ist eine schöne, übersichtliche Bauanleitung. Hier das Notec-Licht zum Beispiel, was eben spezifisch ist für die deutsche Version. Ja, Zusatztanks. Ja, so wie man es kennt und erwartet. Hier dann der Turm. Da sind auch relativ wenig Teile, aus denen der besteht. Hat man noch Optionen für zwei verschiedene Kommandantenkuppeln. Die ist mir so von dem Panzer 3, Panzer 4 und die von dem Stuck 3. Ist auch recht interessant, wusste ich gar nicht, dass da Unterschiede gab. Schön, dass da die Option beiliegt. Auch hier gibt es eine Option für den Staukasten hinten, der von dem Panzer 3 stammt. Kanonenrohr liegt einteilig bei. Ist auch schön. Hier dann noch so Abschleppseile. Da liegt dann so ein Stück Faden bei. Das ist immer so eine Sache. Kann gut ausschauen, kann aber auch ganz schrecklich ausschauen. Das müssen wir uns dann noch näher anschauen. Dann kommt der Panzer auch schon zusammen. Gut finde ich, dass hier vorne die Schutzbleche separat beiliegen. Bei manchen Dragon-Bausätzen ist das angegossen, was nicht immer ideal ist. Wenn man zum Beispiel Fotonetzteile hat und so, dann muss man die erstmal absägen oder auch irgendwie beschädigen will. Hier ist es auf jeden Fall separat, das finde ich ist recht praktisch. Hier hinten haben wir dann noch eine Übersicht mit allen enthaltenen Gießästen. Ja, ist immer ganz gute Übersichtlichkeit wegen
und man kann dann auch seinen Bausatz auf Vollständigkeit prüfen. Die Bemalungs- und Markierungsanleitung befindet sich auf einem separaten Blatt und insgesamt werden uns 4 Varianten vorgeschlagen. Die erste Variante, Sandgelb mit grünen und braunen Streifen, von der 6. Panzerdivision während der Schlacht von Kursk. Zweite Version ist grau, glaube ich, müsste grau sein, von der unbekannten Einheit in Karelien 1942, 1943. Das nächste Fahrzeug ebenfalls in Karelien von der unbekannten Einheit. Recht interessant, Karelien wird gern mal übersehen, aber da war auch einiges geboten, das könnte man modellbauerisch auch mal als Thema aufgreifen. Und dann hier die 4. Variante von dem Skijägerbataillon in der Ukraine, Frühjahr 1944. Hier dann auch mit dieser Staukiste dran. Ist auf jeden Fall eine schöne Vorbildauswahl, finde ich gut, vor allem Karelien, dass das auch wieder mal ein bisschen ins Gedächtnis gerufen wird, finde ich gut. Kann man durchaus mitarbeiten. Schauen wir uns jetzt die Bauteile an. Hier der erste Gießast mit vielen Teilen, die zur Wanne gehören. Wie schon gesagt, die Unterwanne besteht aus mehreren Platten. Das dürfte hier aber kein Problem sein. Unterseite ist schön detailliert. Sieht man zwar am fertigen Modell relativ selten, aber ist immer gut, wenn man es hat. Hier auch schöne Schraub- und Nietköpfe. Finde ich schön. Die Luke für den Fahrer hat schon eine beinahe übertriebene Gussstruktur. Da müsste ich schauen, ob das so realistisch ist. Ich habe schon einen oder anderen T34 aus der Nähe gesehen. Manche sind sehr hochwertig von der Qualität und manche, da sieht man einfach, die sind so auf der Schnelle zusammengeschustert worden. Das ist ein bisschen so eine Sache. Da kommt es wahrscheinlich auch auf die einzelne Fabrik an, die das hergestellt hat. Schön finde ich hier, dass für das Motordeck eine Option beiliegt. Hier praktisch einmal ein Teil, wo man dann ein Fotonetzteil einsetzen kann, was im Bausatz auch beiliegt. Und hier dann das als einteiliges Plastikteil. Das ist natürlich gut für Anfänger. Die tun sich da ein bisschen leichter. Und ich finde auch, dass das Plastikteil als solches eigentlich von der Qualität her eigentlich schon ganz gut ausschaut. Aber Fotoads ist natürlich noch ein bisschen besser. Ja. Alles sauber gegossen. Die Teile haben relativ viele Verbindungspunkte zum Gießast. Also bei dem Versäubern braucht man ein bisschen mehr Zeit, aber wie man sehen kann, die Gussqualität als solche ist hervorragend. Also da sieht man keine Mängel wie Grat oder Fischhäute. Also sehr, sehr hohe Qualität hier. Am nächsten Gießast noch mehr Wannenteile. Vor allem ist hier interessant die Oberhälfte der Wanne. Auch hier wieder eine sehr starke Gussstruktur. Da gefällt es mir aber eigentlich ein bisschen besser wie an der Fahrerluke. Sieht ganz schön aus. Aber man sieht auch hier jede Menge versenkte Schraubköpfe und Nieten und alles Mögliche. Die Schweißnaht könnte ein bisschen stärker sein. Da kann man eventuell ein bisschen nacharbeiten, aber ansonsten sehr scharfe Details. An der Innenseite haben wir ein paar Auswurfmarken, die sollte man auf jeden Fall beseitigen, weil da sieht man relativ gut hin beim T34. Auswurfmarken hat es ja wirklich viele, auch hier an den hinteren Schutzblechen. Die sollte man beseitigen, aber das ist kein großes Problem. Bisschen Spachtelmasse und Schleifpapier und dann hat man es auch schon erledigt. Hier dann die Teile für den Turm. Hier sieht man die extrem raue Stahlgussstruktur. Wobei das am Turm wiederum passt, also da finde ich es jetzt gerade mal so übertrieben. Ist aber vielleicht auch kein Fehler, wenn man da mal ganz vorsichtig das Ganze mit ein bisschen Schleifpapier streichelt, damit es nicht ganz so extrem ist. Mir wäre es auch lieber, wenn es ein bisschen feinkörniger wäre. Das ist mir ein bisschen zu grob. Es darf ja gern rau sein, aber dann so grob.
Das weiß ich nicht, ob das so ganz astrein ist. Kanonenrohr liegt einteilig bei, mit offener Mündung, sind aber keine Züge drin. Ist vielleicht kein Fehler, da sich ein Metallrohr zu organisieren. Die kosten ja nicht viel. Mit 5, 6 Euro kommt man da schon relativ weit. Ja, auch hier makelloser Guss. Gefällt mir sehr gut. Luken haben innen so Auswurfmarken, glaube ich. Ich glaube nicht, dass das dahin gehört. Aber die sind nur zum Abschleifen. Da muss man nichts verspachteln. Ja, gefällt mir eigentlich sehr gut. Ist recht einfach gehalten und sollte dementsprechend dann auch gut zusammenpassen. Hier der Gießast mit den spezifischen Teilen für die deutsche Beute-Version. Da braucht man ein neues Turmdach, damit die Kommandantenkuppel drauf passt, von der wir, wie gesagt, 2 Stück haben zur Auswahl, was ich recht interessant finde als Option. Ich habe noch nie gesehen, dass es das Fahrzeug auch mit so einer Sturmgeschützkuppel gab. Recht interessant. Hier dann der Staukasten, modifizierte Luken hier, die dann auch an der Kuppel vorbeikommen, Notlicht und so weiter. Auch wieder ein paar Auswurfmarken an den Innenseiten der Luken. Bisschen extra Arbeit ist notwendig, aber es hält sich in Grenzen. Dieser Gießast liegt doppelt bei. Hier haben wir vieles, was zum Fahrwerk gehört. Hier die Achsen oder auch die Stoßdämpfer, die eigentlich erstaunlich gut detailliert sind dafür, dass man da später nicht viel davon sieht. Schön finde ich, dass hier die Achsen durch den Gießast geschützt sind, dass sie nicht irgendwie abbrechen oder sonst irgendwie beschädigt werden. Das ist eigentlich eine gute Lösung. So soll es eigentlich immer sein. Ja, auch ein paar filigrane Teile hier. Das sieht alles wirklich sehr schön aus. Also man kann sagen, Academy hat eigentlich immer schon relativ anständige Bausätze gemacht, ein bisschen einfach, aber immer gut zum Bauen. Also da hatte ich nie irgendwelche Passprobleme, auch bei diesen schon etwas älteren Bausätzen. Sind auf jeden Fall absolute, ja, anfängertaugliche Bausätze. Dieser kleine Gießast liegt insgesamt 5 Mal bei und hier findet man dann so allerlei Kleinteile wie diese Handgriffe oder auch die Radnaben hier. Ist wieder sehr schön gegossen, ich kann keine gröberen Mängel erkennen. Die Teile haben halt relativ viele Befestigungspunkte, aber das ist nur eine Zeitfrage beim Bau. Das stellt für mich kein Problem dar. Wie schon vorhin erwähnt, liegen dem Bausatz 3 komplette Radsätze bei. Jeder Gießast hier kommt in 5-facher Ausführung. Also das sind jede Menge Ersatzteile für uns. Ich finde es gut, dass Academy uns da das volle Programm gibt. Dann hat man die volle Auswahl. Von den Details her können sich die Räder auch sehen lassen. Gefallen mir sehr gut. Ein bisschen Fischhaut hier, aber das ist wirklich nicht schlimm. Ist auch nur minimal Grad hier außen. Also das ist wirklich harmlos. Die machen einen sehr guten Eindruck. Auch hier diese Stahlrollen sind sehr schön. Ist auch recht komplex. Und hier dann der dritte Satz. Kann ich auch nur Positives berichten. Für die Segmentketten gibt es 2 Gießäste. Wie man sehen kann, ist da die Teileanzahl relativ übersichtlich. Das ist für Anfänger wirklich sehr dankbar. Und die Details sind eigentlich auch ganz annehmbar. Also die Ketten schauen ganz gut aus. Haben wir an der Innenseite halt diese Auswurfmarken. Das ist natürlich ziemlich lästig. Sollte aber in dem Fall noch gehen zum Versäubern, weil es wirklich nur Platten sind. Da reicht, glaube ich, ein bisschen Schleifpapier. Und das Ganze sieht ganz annehmbar aus. Interessant ist hier auch, dass das obere Kettenteil auch schon den Durchgang hat. Wie man hier sehen kann, das ist schon eingearbeitet. Was ich ziemlich gut finde. Also ich bin jetzt nicht restlos begeistert von so Segmentketten, aber die hier
sind, glaube ich, ganz okay. Die Foto-Headset-Platine ist sehr klein und beinhaltet nur Teile für hinten das Lüftergitter am Motordeck, was natürlich auch komplett optional ist, weil wir ja auch ein Plastikteil haben dafür. Aber ich würde schon empfehlen, das Foto-Headset-Teil zu verwenden. Das ist einfach schöner detailliert. Wie man sehen kann, ist die Platine etwas verbogen. Das liegt aber nur an meiner Dummheit beim Auspacken. Da habe ich ein bisschen blöd hingefasst und schon war es verbogen. Also das Material ist sehr weich und sehr dünn, was natürlich für den Modellbauer eigentlich schon ganz gut ist. Also das ist hier auch kein Problem. Und nachdem ich ja schon einige T34 aus der Nähe gesehen habe, kann ich sagen, dass diese Gitter immer komplett im Eimer sind, also eingedellt und verdrückt oder aufgerissen. Also ist es auch überhaupt kein Problem, dass ich das Teil ein bisschen verdengelt habe. Das würde ich wahrscheinlich am Modell sowieso machen. Für unsere Abschleppseile liegt dann hier noch ein Stück Faden bei. Da bin ich immer nicht so ein Fan davon. Es sieht besser aus wie ein Plastikteil normalerweise. Und wenn man es mit Sekundenkleber tränkt, wird es auch sehr stabil und lässt sich gut bemalen. So ganz überzeugt bin ich davon nicht. Da kann man durchaus auch was anderes hernehmen. Zum Beispiel Dragon hat früher immer so Stahlseile beigelegt, aber wie man sehen kann, die sind sehr störrisch. Man kann auch dünne Stahlseile kaufen, die deutlich weicher sind und weniger störrisch. Also das ist auch eine Option. Oder es gibt auch Hersteller wie Eureka, die wunderschöne Kupferseile anbieten als Zurüstteil. Also das sind alles Optionen, die einem da offen stehen. Auf dem Abziehbilderbogen findet man dann hauptsächlich deutsche Balkenkreuze. Wie man sehen kann, glänzen die auch sehr stark. Da bin ich immer nicht so ein Fan davon. Sie sind dafür sehr dünn. Der Trägerfilm ist auch relativ klein. Also es passt eigentlich schon. Die Abziehbilder von Academy haben auch ein bisschen einen dubiosen Ruf. Aber in meiner Erfahrung waren die eigentlich immer ganz okay. Also damit sollte sich arbeiten lassen. Alles in allem ein recht einfacher und unkomplizierter Bausatz. Der ist vor allem für Anfänger interessant. Die Profis werden da durchaus Bedarf sehen, hier das ein oder andere zu verbessern. Zum Beispiel die Ketten oder auch das Kanonenrohr. Da kann man es durchaus rechtfertigen, sich da irgendwelche Zurüstteile dafür zu besorgen. Der Bausatz kostet so circa 35 € hierzulande. Das finde ich ist eigentlich ganz angemessen. Andere Hersteller wie zum Beispiel Dragon bieten einen ähnlichen Beutepanzer an. Da zahlt man halt dann durchaus mal 20 oder 30 € mehr. Ob der dann um so viel besser ist, weiß ich nicht. Also ich würde dann doch eher, wenn es zum Dragon geht, doch eher zum Academy Bausatz raten. Weil er einfach wahrscheinlich ähnlich gut ist, aber deutlich weniger kostet. So viel zu dem Bausatz. Ich hoffe, euch hat die Vorstellung gefallen und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamilcar Barkas.